Heute geht es um Gadgets, um nützlichen Zubehör, den ich in meiner Heckgarage mit mir führe. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um praktische Zubehörteile, um Gadgets in der Garage. Warum? Ihr habt mich immer wieder bei meinen ganzen Videos angesprochen, wenn ihr irgendwas im Hintergrund entdeckt habt und habt mich gefragt, hey Markus, was ist das eigentlich? Und nachdem ich ein faules Kerlchen bin, habe ich mir gedacht, naja, bevor ich diese ganzen Fragen immer beantworte, mache ich einfach eine komplette Serie mit diesem ganzen Zubehör, dass ich so mit mir im Wohnmobil umherfahre und zeige euch das. Wir haben schon gesehen die Dinette, wir haben schon gesehen die Küche, das Schlafzimmer, das Badezimmer. Und bei diesen unterschiedlichen Themenbereichen zeige ich euch eben das ganze Zubehör, das ich dabei habe, das mir das Campingleben wirklich einfacher macht und versüßt. Jetzt ist mir aber eines auch noch ganz klar. Ich bin natürlich nicht das Maß aller Dinge und deswegen ist der Appell an dich ganz hoch. Wenn du jetzt hier in meiner Heckgarage zum Beispiel noch Sachen vermisst, dann schreib die gerne in die Kommentare und sag mir, was du so unterwegs bist, was dir das Leben beim Camping leichter macht. Denn dann hilft das uns natürlich in der ganzen Community. Und die besten, wichtigsten Themen, die haue ich dann auch alle nochmal auf meinem Blog übersichtlich, sodass ihr euch davon ein Bild machen könnt und euch auch ein bisschen inspirieren lassen könnt. Denn genau darum geht's mir bei dieser Serie. Wenn ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr sie gerne hier über diese Playlist anschauen. Die blende ich euch ein. Und ansonsten kommen auch noch weitere Teile, zum Beispiel das Cockpit. Und wenn du das auch nicht verpassen möchtest und es noch nicht gemacht hast, dann sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Drück auch auf die Glocke, denn dann wirst du sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal etwas Neues rund um das Thema Camping gibt. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Und jetzt würde ich sagen, atypisch zu meinen ganzen anderen Videos gibt es heute gar keine Gliederung, denn wir gehen meine Heckgarage einfach von rechts nach links durch und schauen uns die einzelnen Zubehörteile im Detail an. Und dabei wünsche ich dir und mir jetzt ganz viel Spaß und wir legen sofort los. Beginnen wir auf der Innenseite meiner rechten Hecktüre, also bei der Beifahrerseite. Dafür klappe ich das Ganze mal komplett auf, dann seht ihr das wahrscheinlich besser. Und zwar fangen wir hier an mit der Heckback. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist hier VW Originalzubehör, aber ich werde immer wieder auf diese Taschen hier angesprochen, wo ich meine Stühle drin habe, wo ich meinen Tisch mit verstaut habe und alle fragen mich, wo ich diese Tasche her habe. Bei VW, bei dem Grand California, wie ich ihn fahre, ist das standardmäßig verbaut. Aber ansonsten kenne ich das eigentlich bei fast keinem Hersteller. Ich finde es aber mega praktisch, weil du in der Regel zwischen dem Möbelbau und der Hecktüre immer ungefähr 10 bis 15 Zentimeter Platz hast. Und da ist so eine Tasche natürlich optimal, um noch mehr zusätzlichen Stauraum zu generieren. Jetzt gibt es diese Heckbacks aber auch im Zubehör. Und ich verlinke euch das alles natürlich wieder hier unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du das auch individuell an deine eigene Tür ranpappen. Und wir werden die Heckback auch nochmal an anderer Stelle sehen. Dazu kommen wir aber gleich. In der Heckback habe ich dann Stühle. Die sind ehrlicherweise nicht von VW Original, weil die finde ich ein bisschen unbequem. Und ich habe ja schon mal ein eigenes Video zu dem Thema Stühle gemacht. Und da habe ich euch gezeigt, welchen Stuhl ich immer so auf der Reise mitführe, wenn es mir richtig gut gehen soll. Also wenn ich richtig Komfort haben möchte, verlinke ich euch natürlich auch nochmal sehr gerne. Ich habe jetzt hier einen ganz einfachen, ganz preiswerten Stuhl dabei, einen ganz kleinen, ganz leichten für meine schnellen Reisen, wo ich einfach mal sage, okay, da brauche ich jetzt nicht immer so einen bequemen Stuhl, da möchte ich nur einfach mal kurz irgendwie draußen sitzen. Und der ist für mich halt super praktisch, weil er so klein und so leicht ist und trotzdem einigermaßen komfortabel. Und direkt über den Stühlen befindet sich dann bei mir die Axt. Warum brauche ich jetzt eine Axt? Das haben ja viele irgendwie immer wieder mal im Auto und es sieht so martialisch aus und so nach Auto aus und ziemlich cool. Naja, bei mir ist es ganz einfach, weil ich in diesem Winter mit dem Benny zusammen immer beim Eisbaden war. Und leider haben wir nur 3-mal dieses Teil gebraucht. Beim ersten Mal hatte ich es nicht dabei, dann habe ich sie mir besorgt und dann haben wir sie nochmal 2-mal verwendet, weil wir damit einfach unser Eis aufhacken mussten, um ins Wasser zu kommen. Ja, und ansonsten ist sie natürlich noch praktisch, wenn du mal die Möglichkeit hast, ein Lagerfeuer zu machen und du dein Holz ein bisschen kleiner machen möchtest, etc. Ja, und um auch wieder Platz zu sparen, habe ich mir die hier hinten an die Hecktüre angebracht. Jetzt wollte ich hier natürlich auch nicht bohren, sondern ich habe auch hier wieder Klebeschrauben verwendet. Hält super gut, macht nichts kaputt. Ich kann es jederzeit wieder vorsichtig allerdings ablösen. Dazu gibt es auch nochmal einen Short. Und insofern ist die Axt bei mir safe hier hinten drinnen, nimmt kaum Platz weg und funktioniert tadellos. Für mein nächstes Gadget gehe ich einfach mal zur Seite, weil da werde ich auch mal wieder oft angesprochen. Das ist das hier, dieses Kabel hier, das hier hängt. Das ist von meiner T-Tronic Alarmanlage einfach nur die Alarmschleife. Wofür brauche ich die? Wenn ich zum Beispiel meine Fahrräder auf dem Heckträger sichern möchte oder irgendwelche anderen mobilen Gegenstände, die irgendwie draußen stehen
und ich damit sichern möchte. Dazu gibt es auch wieder ein eigenes Video. Die hängt bei mir hier einfach auch aus diesem Grund, weil ich die Halterung hier drinnen haben möchte. Das Kabel kann man dann durch die Tür nach außen führen zu dem entsprechenden zu sichernden Gegenstand und ansonsten ist die bei mir hier eben optimal aufgeräumt. Ich werde immer wieder oft darauf angesprochen, aber zugegeben, ein kleines Gadget oder Zubehörteil ist es nicht. Und zwar hier mein EcoFlow-System. Damit habe ich mein Gas eliminiert und habe wirklich komplett auf Strom umgeswitcht bei mir im Fahrzeug. Das ist wieder ein eigenes Video, verlinke ich auch sehr, sehr gerne. Würde jetzt auch am Ende wahrscheinlich zu weit führen, aber weil mich immer wieder viele Leute darauf ansprechen. Das hier ist mein EcoFlow-System mit Wechselrichter, mit allem drum und dran, aber dazu dann an anderer Stelle nochmal mehr. Ja, und hier auf der Innenseite dann habe ich meine Powerbank Docking Station, was Spezielles. Ich erkläre es euch kurz. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gezeigt. Ich liebe Powerbanks, um einfach mal Lichterketten irgendwie an Strom anzuschließen, ohne groß irgendwelche Steckdosen zu verlegen, um irgendwo mal schnell sein Handy zu laden, wenn man draußen unterwegs ist, um vielleicht auch draußen mal eine schöne Dinner-Situation zu erstellen mit Lichterkettchen und so weiter. Und dafür brauche ich eben dann Strom und den liefert mir diese Powerbank. In dem Fall mit 16.000 Milliampere, also schon ordentlich Saft hier in diesem kleinen Kästchen. Da ist eine Solarzelle drauf. Da muss man fairnesshalber dazu sagen, die ist jetzt natürlich nicht in der Lage, diese 16.000 Milliampere in einer Stunde in der Sonne aufzuladen, aber als Notnagel auf alle Fälle hilfreich. Ich habe hier verschiedene Anschlüsse drauf, wo ich zum einen die Powerbank laden kann, aber natürlich auch Strom entnehmen kann für meine entsprechenden Gadgets. Und auf der Rückseite sind sogar schon Kabel mit verbaut. Zum Beispiel USB-C, Micro-USB, normaler USB für Apple etc. Ist ja jetzt erstmal egal. Warum diese Docking Station? Weil ich es hasse, wenn bei mir im Fahrzeug irgendwelche Gegenstände immer rumfliegen. Das ist das eine. Und zum anderen will ich einfach nur immer Strom drauf haben. So, und während der Fahrt stecke ich die in meine Docking Station rein und sie wird automatisch geladen. Das bedeutet, sobald ich sie brauche, ist sie immer mit vollem Strom verfügbar. Und das finde ich einfach genial. Ist so eine Kleinigkeit, aber ich feiere das total. Und bei dieser Gelegenheit wollte ich euch noch meine Kabelclips zeigen. Das sind kleine Kabelhalterungen oder Führungen, damit Kabel nicht lose umherfliegen. Das Tolle daran ist, sie sind per Magnet verschlossen. Das bedeutet, man kann die Kabel auch jederzeit flexibel auswechseln. Sehen schick aus und sind super praktisch. Danach hat mich zwar ehrlicherweise noch nie jemand gefragt, aber ich fand es ganz cool und deswegen wollte ich es dir zeigen. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal hier hinten weiter. Und da seht ihr sie jetzt endlich, die Heckback. Und zwar hier hinten bei mir eingebaut. Warum habe ich jetzt hier nochmal eine Heckback drin? Ich habe hier hinten toten Raum. Warum? Weil dahinter ist der Wassertank. Das bedeutet, ich kann dieses Möbelelement nicht als Schrank benutzen. Und deswegen habe ich mir diese Heckback davor geschnallt, einfach auch wieder mit Klebeschrauben und benutze die dann ganz normal für meine Dreckwäsche zum Beispiel. Denn mein großes Problem war immer, wohin mit der ganzen Dreckwäsche? Die wollte ich nicht wieder zurück in den Kleiderschrank packen, wenn dann irgendwas so in so einem Sack immer nur rumfliegt. Das hat mich immer genervt und so ist meine Dreckwäsche immer aufgeräumt, sie ist immer an derselben Stelle und ich komme eigentlich im Fahrzeuginneren immer super dorthin, aber trotzdem fällt es nicht auf und man sieht es nicht. Und deswegen feiere ich diese Heckback auch nicht nur an der Hecktüre, sondern wie in meinem Fall auf der Rückseite des Wassertanks. So, und jetzt habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, mein Netz hier hinten. Und das habe ich gemacht, weil ich die Schottwand eliminiert habe. Warum? Weil ich einfach viel besser hier an den Heckbereich kommen wollte, wenn ich mal im Fahrzeug bin. Und das war vorher einfach nicht möglich. Mit diesem Gitter, das ist ein ganz einfaches Kofferraumnetz, das man sich ganz normal im Zubehör kaufen kann ich trotzdem auf der einen Seite für Sicherheit in meinem Fahrzeug sorgen, auf der anderen Seite kann ich sogar hier durchgrabbeln, weil es super flexibel ist und ich kann hier im Inneren sogar noch meine Mülltüte reinstecken. Auch die ist dann immer im Fahrzeug super verstaut und versteckt, aber trotzdem immer zugänglich, denn das ist ja auch immer ein Thema, wo tue ich den Müll hin? Wo tut denn ihr immer euren Müll hin? Ja, und dann habe ich hier noch ein Gadget, ihr kennt es vielleicht schon aus den anderen Videos, und zwar diese Schrankleuchte, die ich hier zweckentfremdet habe. Das ist eine Akkuleuchte, kannst du per USB-C laden und hat einen Bewegungsmelder, kannst natürlich auch auf Dauerlicht schalten. Und die klemme ich mir einfach immer hier unten rein, damit ich auch was sehe, wenn ich im Dunkeln hier an die Heckgarage ran muss. Das ist irgendwie ganz schön erbärmlich in diesem Video, wie oft ich hier auf allen Vieren für euch dahin kriechen muss. Ich hoffe, das kommt nicht so erbärmlich rüber, wie es sich anfühlt, aber ich mache es für dich ja sehr gerne. Ich mache hier mal diesen Schrank auf. Warum? Weil hier ist ein Gadget drin, das ich total feiere. Meinen Staubsauger. Akkubetrieben, ganz normal aus dem Handel, ist jetzt kein spezielles Wohnmobilzubehör. Hat auch den Nachteil, es ist leider nicht per 12 Volt ladbar. Da brauchst du also einen Wechselrichter. Aber was ich mache, deswegen habe ich mich damals für diesen Staubsauger entschieden. Du kannst hier Akkus verwenden,
die ich zum Beispiel in meinem Fall schon von Bosch habe, weil ich davon Werkzeug habe. Wenn du jetzt von Einhell oder irgendein anderes System hast, gibt's dort auch lauter Staubsauger. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich eben auch schon zahlreiche Akkus hatte. Und ich lade den dann gar nicht auf Tour, sondern ich nehme einfach entsprechend Akkus mit. Auf normalen Touren, da brauche ich dann so einen Akku pro Woche. Wenn du bei intensiveren Urlauben bist, am Strand zum Beispiel oder beim Wintercamping, wenn du Skifahren bist oder sowas, dann brauche ich oft noch ein bisschen mehr Strom. Aber in der Regel kannst du wirklich sagen, ein Akku eine Woche safe. So, und dann habe ich hier noch eine ordentliche Bürste dazu. Die entfernt zum Beispiel auch Tierhaare. Also für alle Hundefans oder Katzenfans, die Tiere mit an Bord haben, ist das mit Sicherheit auch nochmal sehr interessant. Und damit kannst du auch super deine Teppiche und Polster reinigen und saugen. Und die Halterung ist eben stark genug, dass der auch während der Fahrt hier ordentlich verstaut drin hängen bleibt. Ich habe zusätzlich noch ein Band, um ihn zu verschließen. Und damit ist die Sache für mich dann safe. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch meine Schneeketten. Ist jetzt aber auch echt nur ein besonders nerdiges Gadget. Und da gibt es ein eigenes Video zu. Ihr seht die Brennstoffzelle. Das ist dann eher schon wieder infrastrukturelles Thema. Also würde ich jetzt auch nicht als Gadget bezeichnen. Aber nur damit ihr seht, was hier in diesem Kasten steckt. Arbeiten wir uns mal auf die linke Seite vor und hier seht ihr es auch schon, meine Kisten. Ich habe schon zahlreiche Videos über meine Verstausysteme im Heckbereich gemacht und da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Ich hatte früher auch immer so einen Heckauszug, wer sich erinnern kann. Den feiere ich in der Regel auch total. Nur momentan hatte ich ihn nicht gefeiert, weil ich hier im Heck immer verschiedenste Sachen ausprobiert habe, zum Beispiel mit einem Zusatzbett für meinen Kleinen und so weiter. Deswegen habe ich diesen Heckauszug einfach mal ausgebaut und ich muss zugeben, ich komme auch ohne Heckauszug mittlerweile sehr, sehr gut klar. Ich persönlich feiere 2 Boxensysteme total und das eine hatte ich früher in meinem Ducato drin, weil da einfach der Kofferraum ein bisschen anders gestaltet war. Das war für mich hervorragend. Das war ein Schubladensystem, war super preiswert. Das waren die Orthoboxen, glaube ich, heißen die. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Die haben für mich hervorragend funktioniert, um einfach mal so Grundequipment zu verstauen. Das habe ich jetzt bei mir im Fahrzeug natürlich wieder dabei und ich baue jetzt auf das Euroboxen-System. Und jetzt seht ihr hier schon die kleineren Euroboxen, die passen bei mir hier ideal in dieses Eck rein. Und das ganz Besondere an diesen speziellen Euroboxen ist, dass die sich öffnen lassen. Und zwar an der Seite. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Stromkabel hier an der unteren Box ran muss, dann muss ich nicht extra die Boxen rausheben, umheben, muss irgendwelches Zeug erst rausnehmen, sondern ich kann hier super bequem über die Seite ran. Und das feiere ich total an diesen Euroboxen. Den Inhalt dieser Boxen, den will ich mit euch jetzt gar nicht großartig thematisieren, denn das ist für mich wirklich Grundausstattung. Auch dazu gibt es ein eigenes Video, was nicht wirklich Grundausstattung generell ist, sondern eher für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, ist zum Beispiel dieses Warnlicht. Denn für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gibt es wieder besondere Regeln, was du mitführen musst. Und eine Regelung bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen ist dann eben, dass du so eine Warnsignalleuchte mitführst, die einer bestimmten DIN-Norm entspricht etc. pp. Aber wie gesagt, wenn euch sonst noch alles hier aus den Boxen interessiert, dann seht euch gerne das Grundausstattungsvideo an. Da ist dann auch wieder untergliedert in Kofferraum und so weiter und dann könnt ihr genau auf diesen Teil springen. Also 2 weitere Sachen habe ich hier noch, die ich euch vorstellen möchte. Und eines davon ist mein Feuerlöscher. Jetzt kann man sagen, okay, Feuerlöscher hier hinten, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Gebe ich euch bedingt recht. Das ist ein Pulverlöscher. Das ist einmal schon mal auch wichtig. Ich war bei der Feuerwehr und habe ein Video gedreht über verschiedene Feuerlöscher. Ich habe sie einfach mal ausprobiert bei wirklichen Bränden und habe mir da einfach mal viel helfen lassen. Dieser Pulverlöscher ist definitiv nicht dafür da, dass ich hier im Innenraum irgendwas lösche. Also wenn es soweit ist, dann ist schon alles zu spät. Sondern dieser Pulverlöscher ist dafür da, wenn ich zum Beispiel an einen Unfall komme und ich einen Motorbrand löschen möchte bei einem anderen Fahrzeug, in der Regel nicht bei mir, dann nehme ich diesen Pulverlöscher her. Das sage ich deswegen so, weil dieser Löscher ist für mich eigentlich nur dafür gedacht, um anderen zu helfen. Wenn es bei mir soweit ist, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein, dahinter raus und hin und her. Dafür ist dieser Löscher da. Für den Innenraum habe ich dann wieder andere Löscher. Und welche Löscher, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Seht euch dafür wirklich gerne das Feuerwehrvideo an. Das ist mega unterhaltsam, mega beeindruckend und wie gesagt, es ist gut, um seinen eigenen Arsch zu retten. Aber das ist ein Gadget, das möchte ich nicht missen und ich hoffe, dass ich es einfach auch nie brauche. Naja, und die letzte Besonderheit in meinem Kofferraum, das ist das hier. Auf dieses Rohr werde ich immer wieder angesprochen. Und da verbirgt sich einfach nur eine USB-C, USB-Steckdose dahinter.
Ich habe zwar hier in meinem Fahrzeug auf der Beifahrerseite schon vom Werk aus eine USB-Steckdose verbaut, aber gerade für meine Lichterkette zum Beispiel wollte ich eben auf der Fahrerseite auch nochmal zusätzliche USB-Steckdosen haben. Ich persönlich muss so viel laden und liebe so Lichtgadgets und deswegen kann ich gar nicht genug USB-Steckdosen haben. Das verbirgt sich einfach nur hier runter. Ja, und das waren sie jetzt, meine Gadgets und nützlichen Zubehörteile, die ich bei mir in der Heckgarage im Wohnmobil mit mir führe. Wenn du sagst, wow, das hat mir jetzt wieder was gebracht oder hat dich vielleicht sogar inspiriert, ein paar Dinge zu überdenken oder nochmal was mitzunehmen, was dir das Leben beim Camping vereinfacht, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über ein Like. Das ist für mich eine Mordsmotivation, weiter solche Videos zu machen. Das will ich auch sehr, sehr gerne tun. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, ich habe es eingangs schon erwähnt, dann sei so wild und abonniere sehr gerne den Kanal und drück auf die Glocke. Dann wirst du sofort informiert, wenn es hier ein neues Video rund um das Thema Camping gibt. Das sollte jeden Montag 18:30 Uhr der Fall sein. Denn wir warten ja zum Beispiel auch noch händeringend auf das Video mit dem Gadget-Zubehör im Cockpit zum Beispiel. Naja, und ansonsten würde ich dich jetzt, wie anfangs auch schon erwähnt, bitten, in die Tastatur reinzuhacken und in die Kommentare zu schreiben, wenn du noch Gadget-Zubehör hast, wo du sagst, das erleichtert mir das Leben enorm und habe ich immer in meiner Heckgarage dabei. Was mich persönlich zum Beispiel enorm interessieren würde, das wäre das Thema Halterung für E-Scooter. Hast du da was? Wenn ja, bitte schreib's mir, das würde mich mega interessieren. Und ansonsten, wie gesagt, haue ich alle nützlichen Sachen auch zu mir auf die Webseite, damit ihr das auch nochmal strukturiert und übersichtlich zur Verfügung habt. Ja, und jetzt wünsche ich dir, egal mit welchem Zubehör, mit welchen Gadgets du in der Heckgarage immer unterwegs bist, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass du immer gesund und glücklich zurückkommst und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich darauf und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Markus. Ciao.